Alle, die ein etwas älteres Auto haben, kennen das Problem vielleicht. Die Flugzeuge kommen einfach zu häufig vorbei. Die Musikanlagen in den Autos haben oft kein Bluetooth, kein MP3, man kann nichts vom USB-Stick hören. Das ist bei dem Combo auch so und ich fand es sehr nervig. Und darum habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ob es dafür eine Lösung gibt. Und ich habe eine gefunden, die teile ich heute mit euch. Der Combo ist ja nicht mehr der jüngste, ne? Der hatte ja hier kein vernünftiges, keine Musikanlage drin. Und das heißt, ich hätte nur die Wahl gehabt zwischen Radio und CD, ganz oldschool. Und ich habe hier netterweise eine CD mit von der Freundin geschenkt bekommen, von der ich das Auto gekauft habe. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit immer nur Bob Marley hören. Und deswegen habe ich gedacht, da muss es doch eine Lösung geben. Und ich habe eine gefunden. Und zwar gibt es einen Bluetooth-Transmitter, so nennt er sich. Den steckt man in den Zigarettenanzünder und dann schließt man da sein Handy an. Also man muss es nicht mit dem Kabel anschließen, kann man aber auch. Es gibt halt einen Steckplatz zum Laden und es gibt einen Steckplatz für Musik. Dann kann man zum Beispiel auch über einen USB-Stick Musik hören. Und ich mache das immer so. Ich verbinde dann das hier Dingens mit Bluetooth, packe das Handy hier rein und dann muss man das Auto anmachen. So, und dann seht ihr hier, geht das Ding auch an, BT, also es sucht die Bluetooth-Verbindung. Und zwar musste ich da vorher einmal 2 Sekunden auf den Knopf drücken und dann hat es sich auf einer Frequenz, die frei war, also sucht man eine Frequenz beim Radio, wo kein Sender drauf läuft und dann kann man das verbinden. Und dann sendet quasi das Handy die Musik über Bluetooth an diese Frequenz, das ist auf eine UKW-Frequenz und dann hört man darüber die Musik. Es ist zu warm hier drin, ey. So. Dann sieht man hier oben, Bluetooth ist mit T25 verbunden. Das ist der Bluetooth-Transmitter. Jetzt kann ich über Spotify Musik hören, YouTube oder welchen Musikanbieter ihr auch immer nutzt. Mich würde mal interessieren, ob ihr diese Bluetooth-Transmitter schon kanntet, ob ihr wusstet, dass es eine Lösung für so alte Autos ohne Bluetooth, ohne MP3 oder ohne USB-Steckplatz gibt. Wenn ja, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, der Tipp war hilfreich für euch, sodass ihr endlich eure Musik im Auto hören könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal.